Ich kann mich gut erinnern, vor rund einem Vierteljahrhundert bin ich kurz nach Ende der History Tour an den Kiosk geradelt und hielt das neue Black and White in den Händen und war ganz aufgeregt, denn da stand exklusiv bald ein neues Album. Nie hätte ich gedacht, dass wir noch rund 4 Jahre warten müssen, bis Invincible in den Läden steht. Doch wie hätte das Album geklungen, wenn es tatsächlich auf das neue Jahrtausend, Anfang 2000, erschienen wäre? Und da will ich mit euch reinhören, welche Tracks waren bereits fertig. Unter anderem hören wir kurz in Jungle rein. Und eins vornweg, mir persönlich hätte das Album besser gefallen, wenn es tatsächlich Anfang 2000 erschienen wäre. Nun ja, geplant war ein spektakuläres Comeback. Im Sommer 2 Charity-Konzerte, die Michael ja auch gab. Michael Jackson and Friends. Dann im Herbst oder Ende 1999 wäre das neue Album erschienen und kurz danach hätte Michael Jackson das neue Jahrtausend gleich 2-mal mit Konzerten eingeläutet. Einmal in Hawaii und ein zweites Mal dank der Zeitverschiebung in Australien. Und wie mit seinen bisherigen Alben wollte Michael natürlich nicht nur ein bestimmtes Zielpublikum erreichen. The emotions of the entire world, every demographic, from a child to older people, from the farmer in Ireland to the lady who scrubbed toilets in Harlem. I mean, I want to reach every demographic I can through the love and joy and the simplicity of music. Als Michael im April 1999 mit Piers Morgan sprach, sah es auch tatsächlich danach aus, dass das Album wie vom Plattenlabel geplant im November 1999 erscheinen werde. Yes, I'm right in the middle of the album. I'm halfway through, and it's just it's a cavalcade of just wonderful songs, and I'm putting everything I have into it. I'm putting my heart into it because I'm not sure if I'm gonna really do it again. As you know, this might be my last one as far as an album. I may do the next is doing soundtrack albums, movies. Bereits einen Monat nach diesem Interview gab es eine Listening-Session, bei der geladene Gäste einer der neuen Titel hören durften. Die Feier wurde zu Ehren von Sidney Fine abgehalten. Das war der Ehemann der früheren Privatlehrerin der Jackson 5, der Mann von Rose Fine. Und Sidney Fine hat diesen Titel komponiert. Speech without sound, face to face, hands unbound, weaving the space between friends, so think of them as... Seeing Voices nennt sich dieser Titel, Michaels wunderbare Hommage an die Gebärdensprache. Einen weiteren neuen Titel hat Michael Jackson bereits Ende Februar 1999 einigen Führungsleuten von Sony Music vorgespielt, darunter auch Tommy Mottola, und wie berichtet wird, waren die alle hell begeistert. Entstanden ist dieser Song in Zusammenarbeit mit dem Producer und Songwriter Dr. Freeze. Michael Jackson hat ihn auf Anraten von seinem musikalischen Berater John McClain, einer der heutigen Nachlassverwalter von Michael Jacksons Nachlass. Er hat ihn dank John McClain kennengelernt und sie harmonierten wunderbar im Studio. Und so haben sie ab August 1998 gemeinsam bis ins Folgejahr im Studio an Songs für Invincible gearbeitet. Den ersten Song, den sie zusammen aufnahmen, war ein Cover aus dem Jahr 1971 von der Band America mit dem Titel A Horse with No Name. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Für Michael Jacksons Version hat Dr. Freeze den Text umgeschrieben und so wurde daraus A Place with No Name. Wer sich jetzt fragt, wer Dr. Freeze ist, Dr. Freeze ist der New Jack Swing-Ära entsprungen und er hatte unter anderem 1991 einen Hit für die Band Color Me Bad geschrieben mit dem Titel I Wanna Sex You Up.
Eine weitere Zusammenarbeit mit Dr. Freeze, die Michael Jackson lange für die finale Tracklist von Invincible in Betracht zog, war Blue Gangsta. Und auf diesem Track spielten namhafte Musiker, unter anderem sogar Greg Pilligans, mit dem Michael Jackson seit 1978 oft zusammenarbeitete. And I've waited so long just to carry on. I'm the blue gangster. Wie wir wissen, wurde dieser Track erst posthum auf dem Escape-Album veröffentlicht, in einer neu geremixten Version sowie in der Originalversion, respektive in einer der vielen Versionen, an denen Michael Jackson, Dr. Freeze und Brad Baxter getüftelt haben. Und eine andere Version kam bereits 2006 heraus. Wie aus dem Nichts tauchte eine Rap-Version auf mit dem Original-Instrumental und gewissen Vocals von Michael Jackson sowie von Temperamental, glaube ich, hieß der Typ, der das released hat, und Press von den Fugees. Und damals wussten weder Michael Jackson noch Dr. Freeze, woher dieser Leak kam, aber er war draußen und die Fans feierten das natürlich. Und auch von den Invincible Sessions gab es eine erste quasi Hörprobe, die ich lange vor dem Release des Albums auf dem Computer hatte, die unter den Fans rumgereicht wurde. Es war zwar furchtbar schlechte Qualität, irgendein Fan muss das außerhalb des Studios durch die Wände gehört und aufgenommen haben. Ich weiß, ich habe es rauf und runter gehört und dachte, wow, das wird ein geiles Album, obwohl eigentlich konnte man sich überhaupt nichts darunter vorstellen, aber wer weiß, vielleicht erkennt ihr den Track ja. Hollywood Tonight erschien letztendlich nicht auf Invincible und wurde erst posthum in überarbeiteter Version auf dem Michael-Album veröffentlicht. Der Song entstand original mit Brad Baxter und handelt von einem 15-jährigen Mädchen, das in Hollywood um jeden Preis Karriere machen möchte. Ein weiterer düsterer Titel aus diesen Sessions nennt sich Jungle oder Jungle City. Brad Baxter hatte Michael Anfang 2000 4 Mixe davon auf ein Tape gepresst und auf einem notiert MJ Bible, so nannte Michael seine Lieblingsmixe. Letztendlich schien er das Interesse an dem Song dann aber doch noch verloren zu haben, auf jeden Fall sang er nie Vocals ein. Aber er hört sich echt spannend an. People walking, children talking, criminals stalking, government hawking, the contribution to feed pollution, streets are gruesome, face the truth, sidewalks crowded. Der Song Jungle beginnt mit Beatbox und steigert sich dann allmählich. Für die Musik ist ursprünglich Brad Baxter verantwortlich und Dr. Freeze hat die Vocals eingesungen, so wie er dachte, dass ihn Michael singen würde. Mit Brad Baxter arbeitete Michael Jackson seit 1989 zusammen. Bill Bottrell, der Co-Produzent von Songs wie Black or White oder Giving to Me oder Earth Song, hatte ihn zu Michael ins Studio gebracht. Ursprünglich spielte der für Stevie Wonders Band und hatte auch eigene Projekte. Und Michael setzte fortan praktisch alle seine Solo-Kompositionen mit ihm um, darunter auch der folgende Track, der beinahe auf Invincible gelandet wäre. I'm in love with a beautiful girl. I'm in love with a Ähnlich wie bereits bei Stranger in Moskau setzte sich auch hier der Beat aus Beatbox-Elementen Michael Jacksons zusammen und klang entsprechend innovativ. Und ein weiterer Song, der in Zusammenarbeit mit Brad Baxter entstand, respektive ein Song, den Michael Jackson geschrieben und mit Brad Baxter umgesetzt hat, ist The Way You Love Me und auch der war lange für Invincible eingeplant. I like the way how you hold me. Doesn't matter how you are. I like the way how you love me. Doesn't matter how you are. I like the way how you touch me. Doesn't matter how you. Im Gegensatz zu Beautiful Girl
nahm dieser Song erst Anfang 2000 konkrete Form an und es war möglicherweise einer der Gründe, wieso Michael Jackson den Release-Termin von Anfang November 1999 nicht eingehalten hat und weiter an neuen Ideen arbeitete, auch wenn der Song The Way You Love Me letztendlich nicht auf Invincible landete. Es handelte sich sicherlich um einen großartigen Song und Michael hatte offenbar viele Ideen für weitere Songs, obwohl er Ende 99 eigentlich mehr als genug Songs zusammen gehabt hätte, mit großartiger Qualität, die auf einem Album hätten landen können. Als Sony Music Ende 1997 erstmals die Idee äußerte, dass schon bald ein neues Michael Jackson Album auf den Markt kommen sollte und Michael Jackson angeblich einwilligte, obwohl man wusste, dass er nie so schnell Alben release oder aufnimmt. Damals dachte Michael Jackson an Babyface als Co-Producer und Co-Writer einiger neuen Songs. Mit ihm hatte er bereits für History zusammengearbeitet, auch wenn diese Songs dann nicht auf dem Album landeten, darunter Why. Why kam dann auf dem 3T-Album raus und wir erinnern uns, ein wunderschöner Song. Why does Monday come but Tuesday? Why does summer start in June? Why do winters come too soon? Why do people... Für das neue Album schrieben sie einen Song zusammen mit dem Titel Angel und Michael habe ihm gesagt, dass dies die erste Single des Albums sein solle, weil es wirklich ein großartiger Song sei. Dies sagte zumindest Babyface gegenüber einem französischen Magazin Anfang 1998 und man machte sich natürlich Hoffnung, dass da einige tolle Songs entstehen würden zwischen Babyface und Michael Jackson. Obwohl als Invincible erst 4 Jahre später erschien, war nur ein Song mit der Beteiligung von Babyface enthalten, mit dem Titel You Are My Life. Der wurde allerdings erst im Jahr 2001 aufgenommen und ersetzte in letzter Minute den Track Shout auf Invincible. Ob die Songideen von Ende 1997, Anfang 1998 von Babyface und Michael Jackson je aufgenommen wurden, ist unklar, aber ohne Zweifel war man gespannt, wie sich die Kollaborationen anhören könnten, denn ihr Song vom Get on the Bus Soundtrack, dem Spike Lee Film von 1996, hörte sich sehr vielversprechend an. Don't waste your time on the past. No, no. It's time you look to the future. Oh, it's alright. Das war's vorerst mit dem Special über das Millennium-Album, das nie erschienen ist. In Teil 2 geht's weiter mit der Frage, wie hätte das Album geklungen, wenn es Ende 99 oder Anfang 2000 erschienen wäre. Michael hat seit dem Frühjahr 99 auch mit Rodney Jerkins zusammengearbeitet und weiteren Producern, also nicht nur mit Dr. Freeze, Babyface und Brad Buxer. Und im Teil 2 geht es dann darum, wie diese Zusammenarbeit entstand und wie die Songs klangen, die sie damals Ende 99, Anfang 2000 bereits fertig hatten.